Hallo! Vor einigen Tagen hatte mein Neffe Geburtstag und ich habe ihm zu diesem Anlass diese Motivtorte gebacken. In diesem Video möchte ich zeigen, wie ich einige Deko-Elemente wie die Babyschuhe, den Schnurrbart und die Fliege modelliert habe. In einem zweiten Video gibt es dann die Zusammenstellung der Torte. Die Babyschuhe hatte ich bereits vor mehr als einem Jahr schon einmal modelliert, da war mein Neffe noch gar nicht auf der Welt. Ich hatte damals vor, eine sogenannte Gender Reveal Cake zu backen, der im Anschnitt verrät, welches Geschlecht das Baby hat. Doch leider bin ich nie dazu gekommen, solch eine Torte zu backen. Deshalb dachte ich, ich könnte die Babyschuhe bei der ersten Geburtstagsfeier verwenden und habe die jungen Schuhe noch einmal modelliert, diesmal in schwarz. Zunächst habe ich die Schuhteile aus meiner selbst erstellten Schablone von damals ausgeschnitten. Die Schablone habe ich euch in der Infobox verlinkt. Von dort aus könnt ihr sie kostenlos herunterladen. Die Schuhe bestehen insgesamt jeweils aus 5 Teilen und sind auch nach der Reihenfolge, wie man sie verwenden muss, nummeriert. Ich fange logischerweise mit der Nummer 1, also der Schuhsohle an. Dafür rolle ich meinen schwarzen Fondant etwa einen halben Zentimeter aus und lege meine Schablone auf den Fondant. Damit die Schablone nicht verrutscht, könnt ihr sie mit etwas Palminsoft einfetten. Dann schneide ich um meine Schablone herum die Schuhsohle aus. Damit man besser schneiden kann, kann man den ausgerollten Modellierfondant kurz antrocknen lassen. Um die zweite Sohle herzustellen, muss die Schablone ganz einfach einmal umgedreht werden. Ich habe zum Schneiden ein Messer mit einer dünnen Klinge benutzt, weil mein Skalpell irgendwie verschwunden war, deshalb konnte ich nicht so gut schneiden. Aber unschöne Stellen kann man ganz gut mit eingefetteten Händen glatt streichen. Die Sohle sollte man am besten für mehrere Stunden, besser sogar über Nacht komplett aushärten lassen. Dann lassen sich die anderen Teile besser zusammenfügen. Ist die Sohle komplett ausgehärtet, macht man weiter mit der Nummer 2, das heißt mit den Schuhkappen. Dafür wird der Fondant etwas dünner als die Sohle ausgerollt und die Schuhkappen ebenfalls mit Hilfe der Schablone ausgeschnitten. Zwischenzeitlich ist auch mein Skalpell zum Glück wieder aufgetaucht und ich konnte viel besser arbeiten. Es müssen logischerweise 2 Schuhkappen ausgeschnitten werden, die Schablone muss dabei allerdings nicht umgedreht werden. Auch hier kann man zum besseren Schneiden kurz warten, bis der Fondant leicht aushärtet. Damit die Schuhkappen in Form bleiben, schneide ich mir etwas Küchenpapier zurecht und knülle sie zusammen. Den Schuhsohlenrand bestreiche ich mit Zuckerkleber und setze die Schuhkappe vorne an die Sohle an. Das zusammengeknüllte Küchenpapier sorgt dafür, dass die Kappe nicht einsackt. Mit dem Dresden-Tool kann man die Schuhkappe ganz gut an die Sohle andrücken. Leider sieht man die Details bei schwarzem Fondant nicht so gut durch die Kamera, deshalb blende ich euch rechts Fotos zu jedem Schritt ein, die ich beim Modellieren der ersten Schuhe damals erstellt hatte. Mit der zweiten Schuhkappe mache ich genau das gleiche. Das heißt, ich bestreiche die Sohle vorher mit Zuckerkleber und setze die Schuhkappe auch hier an die Sohle an. Ich würde euch empfehlen, parallel an beiden Schuhen gleichzeitig zu arbeiten, so bekommt man ein gleichmäßigeres Ergebnis. Bei den blauen Schuhen hatte ich die Schuhe damals nacheinander modelliert, um den Vorher-Nachher-Effekt zu zeigen. Jetzt ist die dritte Schablone an der Reihe. Die schneide ich ebenfalls zunächst insgesamt zweimal aus. Auch diese Schablone muss nicht umgedreht werden. Sie ist an beiden Schuhen komplett identisch.
Hilfe des kleinen Balltools steche ich nun jeweils 3 Ösen für die Schnürsenkel aus. Die Sohle bestreiche ich hinten mit Zuckerkleber. Hinten an der Sohle ansetzend klebe ich dieses Teil nun fest. Vorne wird das Schuhteil ebenfalls mit etwas Zuckerkleber festgeklebt. Mit dem zweiten Schuh mache ich nun das Gleiche. Als nächstes werden die anderen Schuhteile ausgeschnitten. Die Nummer 4 muss dabei insgesamt auch 4-mal ausgeschnitten werden, es werden nämlich pro Schuh 2 Stück davon benötigt. Wie bei der Sohle wird die Schablone auch hier einmal umgedreht und spiegelverkehrt ausgeschnitten. Da Modellierfondant sehr schnell austrocknen kann, sollte man übrigens, wenn man eher langsamer arbeitet, nicht zu viele Teile auf einmal ausschneiden. Oder die ausgeschnittenen und noch nicht verwendeten Teile mit Folie abdecken, damit sie auch schön biegsam bleiben und nicht brechen. Schuhteil Nummer 5 wird insgesamt 2-mal benötigt und muss nicht umgedreht werden. Auch in diesem Fall ist dieses Teil bei beiden Schuhen identisch. Beim Schuhteil Nummer 4 werden zunächst mit Hilfe eines Prägerads rundherum Nähte geprägt. Anschließend werden mit Hilfe des kleinen Balltools mittig nebeneinander kleine Löcher gestochen. Die Teile werden dann rechts und links an den Schuh mit Zuckerkleber angebracht. Der Überstand oben wird nach innen abgeknickt. Beim gegenüberliegenden Teil sollte darauf geachtet werden, dass das Muster auf die richtige Seite geprägt wird. Zu allerletzt wird Schuhteil Nummer 5 vorne an die Schuhkappe angebracht. Zuvor werden die Teile jedoch genauso wie Schuhteil Nummer 4 dekoriert. Das heißt rundherum mit dem Prägerad eine Naht erzeugt und mittig nebeneinander Löcher als Muster gestochen. Mit Hilfe der Fondantpresse wird ein ausreichend langer schmaler Streifen gepresst und rundherum unten an den Schuh geklebt. Alternativ kann man natürlich auch ein Stück Fondant länglich ausrollen und einen schmalen Streifen daraus schneiden. Bevor man die Streifen um die Schuhe legt, kann man nach Wunsch eine Zugschlaufe herstellen und sie hinten an den Schuh kleben. Ich habe bei den schwarzen Schuhen darauf verzichtet, weil die Schuhe dadurch zu sportlich ausgesehen hätten und ich sie eher klassisch haben wollte. Für die Schnürsenkel wird mit Hilfe der Fondantpresse ein dünner Strang gepresst und von Öse zu Öse auf den Schuh geklebt. Da ich meine Torte in den Tönen Schwarz-Weiß, Grau und Silber halten wollte, habe ich die Schnur zunächst mit etwas Zuckerkleber befeuchtet und mit Silberpuder bepinselt.
2 weitere Schnüre habe ich erneut mit Zuckerkleber etwas befeuchtet und diese ebenfalls mit essbarem Silberpuder bepinselt. Diese beiden Schnüre werden dann um den Schuh herum auf die Laufsohle geklebt. Und so sehen die Schuhe am Ende aus. Der Schnurrbart ist ganz einfach zu erstellen. Dafür habe ich mir aus dem Internet ein Bild ausgedruckt und es als Schablone genutzt. Meinen Fondant habe ich ca. 1,5 cm dick ausgerollt und mehrere Stunden zunächst antrocknen lassen, weil der Schnurrbart links und rechts ziemlich schmal wird. Wenn der Fondant etwas angetrocknet ist, kann man auch die dünneren Bartspitzen ohne Probleme ausschneiden. Nach dem Antrocknen habe ich die Schablone mit Palmin Soft auf dem Fondant fixiert und den Schnurrbart ausgeschnitten. Für die Fliege habe ich schwarzen Fondant länglich ausgerollt und daraus einen langen, etwa 5 cm breiten Streifen geschnitten. Da ich die Fliege etwas kleiner haben wollte als den Schnurrbart, habe ich mir den Schnurrbart zur Hilfe genommen und aus diesem langen Streifen 2 gleich große Streifen geschnitten. Beim ersten Streifen habe ich die Seiten nach innen eingeklappt und sie mit Zuckerkleber in der Mitte festgeklebt. Mit dem zweiten Streifen habe ich genau das gleiche gemacht, allerdings habe ich hierbei die Mitte zusammengekniffen, damit eine Schleife entsteht. Die Schlaufen habe ich mit Hilfe von Pinseln leicht angehoben. Die beiden Teile habe ich anschließend einige Stunden trocknen lassen. Nach dem Trocknen habe ich beide Teile aufeinander gelegt und den Überschuss aus dem unteren Teil abgeschnitten. Danach habe ich die beiden Teile noch mit Zuckerkleber zusammengefügt und in die Mitte einen schmaleren Streifen als Knoten geklebt. Zuletzt habe ich die Schleife mit etwas Silberpuder bepinselt. Für eine leuchtend silbrige Farbe sollte man übrigens die Fliege zunächst mit Palmin Soft einstreichen und sie auch eher aus hellgrauem Fondant formen. Und so sah die Deko für meine Fondant-Torte am Ende aus. Ich hoffe, dass ich die Herstellung ganz gut erklären konnte und melde mich beim nächsten Mal mit der Zusammenstellung der Torte. Bis dann, tschüss!